Oh, seid schon da. Ich schneide mir jetzt nicht alle meine Haare ab. Ich habe lediglich mein Pony ausgedünnt, denn für den Frühling gehört bei mir immer ein frischer Look. Dazu gehört nicht nur Haare schneiden, sondern auch Haare verlängern. In meinem letzten Extensions-Videos haben mich viele Nachrichten erreicht. Die Farbe passt nicht, das sieht scheiße aus und so weiter und so weiter. Aber diese Farbe jetzt von diesen Clip-In-Extensions passt perfekt. Ich denke, perfekter kann es überhaupt nicht sein. Unten werden sie heller, oben sind sie dunkler. Oder was meint ihr jetzt dazu? Das ist diesmal eine andere Art von Extensions, als ich sie letztes Mal hatte. Weil die Farbe eben nicht gepasst hat, habe ich sie nachbestellen müssen. Und es sind Clip-Ins, die aber super dünn sind. So dünne Clip-Ins hatte ich noch nie. Und ob die wirklich unsichtbar sind, schauen wir jetzt gleich. Ob man sie danach wirklich nicht mehr von meinem Echthaar unterscheiden kann. Und dann kreieren wir zusammen eine Frisur, und zwar Bitch Waves mit diesen Extensions, und darauf freue ich mich schon sehr, denn das ist super frühlingshaft. Da muss ich mir zuerst natürlich die Haare abtrennen und da fange ich auf Ohrhöhe an. Ich finde gerade alle meine Haarclipper nicht, weil wir gerade umgezogen sind, deswegen nehme ich jetzt einfach solche Spangen zum Fixieren von dem Deckhaar. Es ist jetzt nicht so wichtig, dass man hier so eine richtige glatte Linie erschafft, aber so ungefähr eine Linie, denn da kommen jetzt die Clips hin. Die muss man einmal öffnen und dann setzt man die genau an der Kante an, schiebt die Bürste hinein und klippt sie zu. Dann lasse ich eine Schicht von dem Deckhaar herunter. Man sieht sie schon jetzt nicht mehr, obwohl die Schicht von meinem Deckhaar sehr, sehr dünn ist. Hier kommt jetzt ein zweites Teil hinein. Noch einmal etwas Deckhaar runterlassen und dann ein drittes Teil. Und hier sieht man jetzt, was passiert, wenn man die Extension nicht am Haaransatz klippt, sondern weiter unten, dann sieht man sie. Das müssen wir nochmal rückgängig machen. Achtet darauf, dass ihr nicht auf dem unteren Clip klemmt, weil sonst kann es ziepen und das wird über den ganzen Tag sehr unangenehm. Man sieht überhaupt nichts, zumindest, also du kannst nochmal genau hinschauen, aber ich sehe überhaupt kein Übergang. Und das finde ich so geil an diesen Seamless Clip-In Extensions, dass die komplett verschwinden. Da musst du natürlich den Tipp beachten, den ich dir gerade gesagt habe. In meinem Set sind jetzt noch weitere Teile dabei. 2 Zweier-Clips und 4 Einer-Clips. Die benutzt man, um seine Seiten aufzuvoluminisen. Und das mache ich jetzt nochmal. Da macht man ungefähr auf Ohrhöhe unten rein die Clips. Noch ein Tipp, damit man die nicht sieht, klippe niemals vor dem Ohr. Dann würdest du immer, wenn du die Haare nach hinten streifst, deinen Clip sehen. Ich fange jetzt hier nämlich deshalb ganz unten mit einem Einer-Clip an, weil ich hier nicht so viel Platz habe, bis dieses hintere Clip schon wieder anfängt. Und auf einen Schlag hat man so viel mehr Haare, die man auch hochklemmen muss. Das spürt man jetzt schon. Zweier-Clip ist jetzt hier für mich auch zu lang, weil es würde dann über dem Ohr hinausstehen und das würde man sehen. Also nehme ich da jetzt auch nochmal ein Einer. Und hier geht es sich jetzt wieder aus. Da muss man natürlich auch aufpassen, da werden die Haare schon dünner, das sind die Geheimratsecken, die jeder so ein bisschen anders, aber so ein bisschen hat, wo die Haare dünner werden. Und da muss man mal schauen, ob man das jetzt sieht. Aber ich denke, das geht hier jetzt gerade noch so. Also wenn ich dann die Haare nach hinten legen würde, muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil das Clip ja dann da gleich kommt. Alle beiden Seiten fertig, alle Extensions drin und die verlängern mein Haar sehr, sehr enorm. Man kann die übrigens in verschiedenen Längen bestellen und man kann die auch zuschneiden, also wie normale Haare. Nur sie wachsen halt natürlich nicht mehr wieder nach. Gell? Ich finde, die Farbe passt perfekt. Also wenn jetzt man nicht gerade meine kürzeren Haare sehen würde, würde ich sagen, man sieht die Extensions eigentlich gar nicht raus. Fühlt sich auch so echt an. Wow. Für mein Frühlings Bitch Waves Look nehme ich ein Sea Salt Spray. Finde ich super dafür geeignet, weil die Haare dann leicht strähnig werden und es dann mehr nach Beach Waves aussieht. Auf geht's, das kommt erst in die Haare und dann nehme ich mein Welleneisen. Sobald man seine Clip-In-Extensions stylt, anschließend, ob man jetzt Wellen macht, so wie ich, oder Löckchen oder eine Föhnfrisur, ab dem Moment verschmelzen sie noch besser mit dem eigenen Echthaar und das wirst du jetzt sehen, wie man sie dann gleich gar nicht mehr sieht. Man kann die behandeln, einsprühen und so weiter wie sein normales Haar. Da mache ich es mir jetzt nicht so schwer und nehme gleich alle auf einmal. Ich habe dazu übrigens auch schon mal ein ausführliches Tutorial gemacht, wie ich die Wellen mache. Verlinke ich dir oben und in der Infobox, kannst gerne noch mal reinschauen. Das ist mein fertiger Beach Waves Look
Frühling geht ja nicht nur durch den Magen, sondern auch durch die Haare und der Style gehört auch dazu, zur Frühlingsstimmung. Und diese Extensions habe ich übrigens von dem Online-Shop Senait Extensions in Esslingen bei Stuttgart und die benutzen Echthaar-Extensions. Die machen sie auch rein, also gibt es ja auch eine Technik. Und warum ich mich für Senait entschieden habe, weil sie seit 15 Jahren auf dem Markt sind, weil sie eben in Deutschland ansässig sind und in meiner Nähe, ich komme aus der Nähe von München. Sie haben 100% Weiterempfehlungsrate und benutzen sehr hochwertige Produkte und das hat mich einfach begeistert. Ich bin jetzt auch schwer begeistert, wie man sie halt gar nicht sieht. Also die werden auch als Seamless-Produkte verkauft und ich finde das ziemlich cool und die sehen so echt aus wie mein echtes Haar. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Natürlich auch gerne wieder kritisches Feedback. Jedes Feedback ist willkommen bei mir. Und mit meinem Code SOPHIE2023 bekommst du 10% auf deine Senait-Bestellung. Oder verwende auch gleich den Link, den ich dir in die Infobox gepackt habe. Dann kommst du auch sofort zu meinen Clip-Ins. Und hier geht es gleich weiter mit den Halo Extensions. Schau da auch mal rein, falls du diese Technik noch gar nicht kennst. Wir sehen uns gleich in dem Video. Ich freue mich. Ciao!